Hi, das ist Doms Wheel World. Ich bin Dom. Ich bin Querschnitt seit 2012 und Entwickler und Tester bei Fosara. Und heute zeige ich euch, wie ich solche Streifen in der Wohnung vermeide und warum ich hier ratlos bin. Los geht's nach dem Intro. Als Rollstuhlfahrer hat man wahnsinnig oft die Gelegenheit, sich ruckzuck die Reifen einzusauen. Und egal wie arg man sich auch bemüht, manchmal kommt man einfach nicht drum rum. Deshalb zeige ich euch jetzt 3 Möglichkeiten, die ich mir über die letzten Jahre angeeignet habe, um die Räder sauber zu kriegen. Zuerst mal brauchen wir einen Schmutzläufer. Am besten mit einem Gummi unten dran, weil der stabiler liegt. Sich einfach auf dem Fußabstreifer im Kreis zu drehen, bis die Räder sauber sind, finde ich nicht besonders effektiv. Die Räder werden nicht richtig sauber und man wickelt sich halb in den Teppich ein. Deshalb mache ich das bei leichten Verschmutzungen oder leicht feuchten Rädern immer so. Zunächst fahre ich mit den Fahrerrollen kleine Kreise auf dem Fußabstreifer. Dann verlagere ich mein Gewicht, in dem Fall jetzt, nach vorne links und versuche das Rad, das ich sauber machen möchte, zu entlasten. Ich drehe das Rad ruckhaft nach hinten und gebe mit meinem Oberkörper immer einen leichten Impuls nach links. Wenn man ein Geländer oder etwas zum Festhalten in der Nähe hat, kann man das auch mit nutzen, um das Rad, das man sauber machen will, zu entlasten. Für die nächste Möglichkeit brauchen wir keinen Schmutzläufer mehr. Das funktioniert am besten auf harten, glatten, unempfindlichen Boden. Hierzu brauchen wir ein altes Handtuch oder einen Lappen. Um die Vorderrollen mit dieser Methode sauber zu machen, rolle ich einfach rückwärts und halte den Lappen oder das Handtuch von vorne gegen die Vorderrolle. Bei den Hinterrädern gehe ich wie folgt vor. Ich lehne mich nach vorne links, wieder um das zu reinigende Hinterrad zu entlasten, und greife mit dem Handtuch das Rad, um es damit nach hinten zu drehen. Dann kann ich immer einen Teil des Rades sauber machen und dann wieder ein Stück weiter drehen. Für die dritte Möglichkeit braucht man einen zweiten Radsatz zum Wechseln. Und es ist nicht ganz so einfach. Man stellt sich ca. 20 bis 30 cm von einem Geländer oder etwas Ähnlichem, an dem man sich festhalten kann, und zieht sich dann zur Seite, um das zu wechselnde Rad zu entlasten. Vorher muss man das Rad, das man danach drauf bauen will, irgendwie in Griffweite bringen. Ich lehne das Rad dazu immer von vorne an meine Knie. Wenn man zu nah am Geländer steht, dann braucht man zu viel Kraft, um sich hochzukippen. Wenn man etwas weiter weg steht, dann fällt man schon von allein Richtung Geländer und es ist nicht mehr anstrengend, sich in der Position zu halten. Am Anfang würde ich das aber auf jeden Fall mit einer Hilfsperson probieren, bis man ein bisschen sicherer darin ist. Ich hoffe, das Video hilft dem einen oder anderen weiter und macht eure Wohnung etwas sauberer. Ich freue mich über Kommentare und Likes und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, über ein Abo. Also, bis zum nächsten Mal bei Doms Wheel World.